Sailing Learning by Doing presents The Family, the Dead. a sailing story by the Campe family. Have you ever wished you'd just taken that risk and followed your dreams? In Lombok, we met an inspiring character who with his wife and kids did just that. In 1977, they sold the family home, built a steel yacht and set off on a 7-year circumnavigation of the world, visiting some of the most out-of-the-way places. The crew was Joachim, 39, Marie, 34, Silvestre, 11, Bartolome, 10, Letitia, 9, and Calixte, 5. Their schoolteacher Dagmar Heckel came with them. She was 31. The 13 episodes they made of their adventures made them the very first sailing vloggers. Now we go back in time. Here is their story. Drei Jahre segelt unsere Familie schon auf dem Boot Saint-Michel. Für unsere Route um die Welt suchen wir uns möglichst abgelegene Ankerplätze. In diesem Jahr kommen wir von British Columbia. 33 Tage segelten wir nonstop bis zu den Marquesas. Wir besuchten die vielen Atolle der Tuamotus und die Inseln unter dem Winde in Französisch-Polynesien. Marie, meine Frau, löst mich nachts alle 3 Stunden mit der Wache ab. Tagsüber helfen auch die Kinder. Bartolome 13 Jahre, Letizia 12 Jahre, Silvester 14 Jahre und Calixte 8 Jahre. Der Lehrer Christian, der uns durch Alaska begleitete, musste uns in Tahiti mit einer Gelbsucht verlassen. 6 Wochen schon liegt Saint-Michel an der Nordküste Sawais vor Anker. Ein Korallenriff schützt das Boot gegen die Wogen des Südpazifiks. Im vorigen Jahrhundert ankerten hier hin und wieder Handelssegler. Wir sind froh, die enge Riffdurchfahrt gefunden zu haben. An Land vor uns liegt das Dorf Lelepa. 3 Wochen verhielten sich die Einwohner höflich, aber distanziert zu uns. Dann öffneten sie uns ihre Häuser. Wir wurden Freunde der Familie Aumoto Sassavele. Die Insel Savai und die Insel Upolu bilden zusammen den unabhängigen Staat Western Samoa. Samoa war in vergangenen Jahrhunderten Zentrum polynesischer Kultur. Von hier aus befuhren die Samoaner mit ihren großen Doppelpirogen den östlichen Pazifik und besiedelten die Inselwelt. Savai liegt 1500 Kilometer südlich des Äquators auf dem 172. Längengrad West. 41.000 Polynesier leben auf der 1820 Quadratkilometer großen Insel. Die Lavafelder bildeten sich bei einer Vulkanexplosion im Jahre 1911. Heute haben wir unser Boot Saint-Michel und das Dorf Lelepa verlassen. Aumoto fährt mit uns nach Lafaguali, um dort seinen Bruder Falunga zu besuchen. Das Auto eines der wenigen auf dieser Insel ist von uns in dem Nachbardorf für den Tag gemietet. Eine asphaltierte Straße, die hauptsächlich dem Busverkehr dient, führt um die ganze Insel. Die Dörfer liegen dem Meer zugewandt. Im Inland wechseln Plantagen mit dicht überwuchertem und schwer zugänglichem Bergland ab. Bei unserer Ankunft in Lafaguali erleben wir wieder einmal, welche Bedeutung dem Titel Matai zukommt. Ein Matai ist das Oberhaupt einer Großfamilie. Ein solcher Matai kommt aus der Nachbarschaft und begrüßt uns. Der Bruder von Aumoto, den wir besuchen, lässt sich zuerst nicht sehen. Er ist kein Matai. Dem Brauch folgend hält er sich im Hintergrund auf.
Aomoto als Matai übernimmt die Führung im Hause seines Bruders. Alle Einwohner Sawais leben im Verband einer Großfamilie. Jeder Matai leitet seine Familie mit einer für uns erstaunlichen Autorität. Untereinander beraten die Matais die Gemeindefragen. Where's Yakim? He's carrying Bida. Weitere Matais kommen und begrüßen uns im Faletele, dem Empfangshaus der Familie. Zu Ehren unseres Besuches wird die Kawa-Zeremonie vorbereitet. Aus der getrockneten Wurzel der Kawa wird das Kawa-Getränk gebraut. Ich habe die Kawa-Zeremonie bei unserer Aufnahme im Dorf Lelepa miterlebt. Hier im privaten Rahmen ist auch Marie bei dem Kawa-Trunk mit dabei. Die anderen Frauen, die titellosen Männer, auch der Bruder von Aomoto und die Kinder sitzen im Nebenhaus, dem Fale'o. Ya, wa. Kalkalangwa awa yang. Der Wasch- und Geschirrstand liegt zwischen dem Faletele und dem Fale'o. Ama to fai mau ka ai moi lau. O le awa sa whaanga sua awa pule makumua. Ai mai se lau pui pui alofa ele ngā luenga ma le whi awa le akua. O le awa e whainka. Die Tätowierung hebt das Ansehen eines Mannes. Die Frau hat die Geburt zu ertragen, der Mann die Tätowierung. Die traditionelle Tätowierung reicht vom Bauch bis zu den Knien. Ein tätowierter Mann gilt als schön. Noch vor 200 Jahren waren die Samoaner von Kopf bis Fuß tätowiert. Die Tätowierung wirkte wie eine Kleidung. Ein samoanischer Spruch lautete: Der Schmuck zerbricht, das Halsband zerreißt, die Tätowierung aber hält bis ins Grab. Der älteste Matai spricht die Begrüßungsrede. Einiges davon übersetzt Aomoto mir ins Englische. Die Freude des Willkommens ist wie die Freude der Vögel, die die Morgendämmerung begrüßen. Wie der Vollmond die Wolken hinwegschiebt, so vertreibt euer Besuch die Mühen des Tages. Ihr, die ihr von so weit her gereist seid, ihr, die Freunde von Aomoto, möget ihr euer Herz der Faa Samoa, der samoanischen Art zu leben, öffnen. Auf unserer Reise um die halbe Welt fanden wir bei allen von uns besuchten Ländern Lebensweise, Wünsche und Bedürfnisse der Menschen sehr ähnlich. Hier in Sawai sind wir zum ersten Mal in eine Gemeinschaft aufgenommen, die noch wenig von der westlichen Zivilisation beeinflusst ist. Für uns erfüllt sich ein Wunsch, mit dem wir vor 3 Jahren diese Reise um die Welt begonnen hatten. In einer Gemeinschaft mitzuleben, die grundlegend anders denkt und fühlt als wir. In Lafaguali erwarteten wir einen legeren Nachmittagsbesuch. Wir erleben einen eher förmlichen Empfang der Matais. Anscheinend gibt es hier kaum eine Lebenssituation, die nicht von der Überlieferung bestimmt wird. Aomoto handelt, wie die Tradition es von ihm verlangt. Saya o mai kau sanga ya fe iwa selau. Luas pur markas. O ia siamangi ye. Ako ake esa siamang. Ile kau akele kau sanga ya fe iwa selau pur fa. Oleas oleang ke esa siamang. Ia fa fikai wa. Kau mai lele pe o ngau kau kalat. O le soifua maola kupulanga o Samoa. Sa feangai mo kou makua ngamua. Bei der Kawa-Zubereitung werden die rituellen Kawa-Worte gesprochen.
Kaya o pa ia ma le kaya o malu. Wa sabea ia lo le sauga wa pakau sugu ia o le lagi. Wa mapua poe le tia sa wa pakupoe le galu fulia pa. Kalama kaya le kai dai mulia au maulu koa le pakalaiga ia putila li pula ma koa o koga ia sa le kaya o. Wala lama poe le kai sua o koa pula le kaya kumua koa au mapua malu le kaya kuia kua. Wala liga le kaya mago la o kari le gapo le kua au. Wa kuele kua ina walaga le aku le kaya o le aku poe e maka iga. Kau tilo le ama e o walaga i nāngoanga o iai mai le kaulanga i o nipo le pakapai kaulanga. Ako aku pei le pala o la waka oko ki ai urupak. Pe ngai mini makapanga e kua ngai le aku ama male aku masa. Te lako e le ala ma le lako e le ea. Te lako e le kai ma le lepu le pua mai. O pia mai makala mai a au. Susu mai lau suga i le lipure. Maliu mai lau o e le parkua. Maliu mai lau kalaiga le alai au loko. Pai la valai lai ke sapu sikai malu lako mapu. Tinga ko usoli le pa leiga mo le makau. Usu pa lo ala pa ia sawe pa ma aiga ma le gosa maua. Loko o kau le gai o mako usu ia pai malu usu au le apa so saga. Ah, usu ia vai pa saga. Lai sa baru para pa. Kava ist ein bitteres Getränk von leicht berauschender Wirkung. Einige Tropfen werden vor dem Trinken über den Boden vergossen. Dabei erbittet sich der Trinkende das Wohlwollen seiner Vorfahren. Nach dem Trinken wird ein wenig Kava über die Schulter ins Freie gegossen, um so die Schale vom Satz zu reinigen. Manoia bedeutet Glück sei mit dir. Vor dem Anreichen wird der Titel des jeweiligen Matais ausgerufen. Auch Aomoto wünscht der Versammlung das Wohlwollen seiner Vorfahren. Als Christ ist ihm dieser Wunsch ein Widerspruch. Aomoto möchte gerne, dass Marie die Zeremonie des Trinkens richtig vollzieht. No
Wir sind zu Aumotos Familie in das Dorf Lelepa zurückgekehrt. Aumotos Familie lebt autark. Nahrung wird aus dem Meer getaucht und von der Plantage geerntet. Hühner und Schweine werden gezüchtet. Geräte werden, wo immer es möglich ist, selbst hergestellt. Reparaturen sind dann einfach auszuführen. Die Taoleleas, die jungen Männer des Dorfes ohne Titel, wollen heute zum Fischen fahren. Silvester und Bartolomé, beides gute Taucher, werden sie begleiten. Aumoto geht mit mir und seinem Sohn Seti zu dem Matai, der die Taoleleas beim Fischen führt. Es wird ein Brei vorbereitet, mit dem die Fische betäubt werden sollen, damit es für die Taoleleas leichter ist, sie mit dem Speer zu erjagen. Der Matai, der die zerstampften Wurzeln des Ausa-Baumes in Blätter füllt, hat einen deutschen Urgroßvater. Samoa war einmal deutsches Protektorat. In der Nähe des Dorfes Lelepa liegt ein gesunkener deutscher Cobra-Segler aus dem 19. Jahrhundert. Das Fischen mit dem betäubenden Brei ist von der Regierung in Apia verboten, da man auch in Samoa um den Bestand der Korallenfische fürchtet. Wir haben von Aumoto einen Einbaum geschenkt bekommen, den wir auf unserer weiteren Weltumsegelung mitnehmen wollen. Der Einbaum ist ein schnelles und wendiges Boot, aber uns fällt es schwer, geradeaus zu paddeln. Bartolomé sitzt mit seinem Freund Samu in unserem Kanu. Da das Holz der Einbäume viele Risse hat, die nur notdürftig mit Harz verstrichen sind, muss zwischen den Paddelschlägen immer wieder Wasser ausgeschöpft werden. Der Matai, der Fischer, gibt die Anweisung, in welchem Gebiet der Ausa-Brei zu verteilen ist. Die Taucher legen die Blätterbeutel in 5 bis 7 Meter Wassertiefe in die Korallenstöcke. Die Fische werden von dem Brei angelockt, fressen davon und verlieren ihren Gleichgewichtssinn. Sie torkeln durch das Wasser und können dann leichter mit dem Speer getroffen werden. Die erjagten Fische bluten und locken Haie an. Die jungen Männer hoffen, dass sie als Gruppe auf die Haie abschreckend wirken. Ja. Uns erscheint das Fangergebnis sehr mager. Für die Samoaner sind diese kleinen Fische ein Leckerbissen, der gleich roh verzehrt wird. Aumotos Familie besitzt eine Plantage, auf der Taro und Ananas angebaut werden. Und ein Waldstück mit Kokosnusspalmen, Bananenstauden, Mango und Papaya und Brotfruchtbäumen. Wir begleiten heute Aumotos Söhne Solofa, Apelo, Asiofa und Feti zur Kokosnussernte. Da Nahrung das ganze Jahr reichlich vorhanden ist, gibt es bei Aumoto keine Vorratswirtschaft. Jeden Tag wird geholt, was am selben Tag gegessen wird. Unsere Begleiter wissen genau, welcher Baum zu welcher Familie gehört. Würden die Taoleleas von einem fremden Baum Kokosnüsse pflücken, müssten sie im Fono der wöchentlichen Versammlung der Matais mit einer Strafe rechnen.
Außerdem würde es ihrem Ansehen schaden und die Aussicht, einmal Matai zu werden, wäre geschmälert. Die samoanische Kokosnusspalme trägt im Jahr an die 80 Nüsse. Die Kokosnuss ist die wertvollste Frucht der Samoaner. Getrocknet ergibt das Fruchtfleisch Copra. Copra wird in Säcke abgefüllt, an Großabnehmer verkauft und ist eine der wenigen Einnahmequellen des Landes. Die harte Kokosnussschale ist Trink- und Schöpfgefäß. Die weiche Schale wird als Brennmaterial verwendet und aus den äußeren Fasern werden Schnüre geflochten. Die Kokosnussmilch ist tägliches Getränk der Samoaner und das Kokosnussfleisch, aufgerieben und zerstampft, gibt es zu jeder Mahlzeit. Apelo trennt von der äußeren Schale der Kokosnüsse jeweils einen Streifen heraus. 2 Nüsse können dann verknotet werden. Die verknoteten Nüsse werden in Bündeln über Tragstöcke gehängt. Unsere Kinder möchten gerne helfen. Sie wollen ihre Zuneigung zu dem Leben der Samoaner zeigen und die Freundschaft von Solofa, Apelo, Asiofa und Seti erwerben. Die Söhne Aumotus zeigen ihnen, wie man mit den Nüssen und der Machete umgeht, ohne dabei ihre Überlegenheit hervorzukehren. Unseren Kindern macht dieses Lernen Spaß. Durch Klopfen an die Kokosnuss wissen sie zu erkennen, in welchem Reifezustand die Nuss ist. Ist das Fruchtfleisch noch weich, schmeckt die Milch gut. Ist das Fruchtfleisch hart, ist die Milch sauer. Was? Soll ich fragen? Ich hab einen... Cevadilo. Wir sind nicht besorgt, unsere Kinder in dem Dschungel alleine zu lassen. Zu den Einwohnern fühlen wir ein uneingeschränktes Vertrauen. Gefährliches Wild, giftige Schlangen oder auch nur Skorpione gibt es hier nicht. Hallo? Ja. Die Familie von diesen roten Nüssen. Und das ist Türken, das ist der große Baum. Der Wickelrock, der Lava Lava, ist auch für uns ein angenehmes Kleidungsstück. Er passt jeder Körpergröße, kann dadurch getauscht werden, ist in der Hitze angenehm zu tragen, ist leicht zu waschen, trocknet nach den Regengüssen schnell und wird nachts zur Decke. Die Familie Aumotus versteht sich als Gemeinschaft. Jeder in der Familie muss können, was von ihm gefordert wird. Unser Begriff Beruf ist innerhalb des Familienverbandes ohne Bedeutung. Salofa kann ebenso gut ein Falais bauen, wie ein Schwein ausnehmen, kochen, auf die Kokosnusspalme klettern, in der Plantage arbeiten, tauchen oder fischen oder einen Kamm für seine Frau schnitzen, Ukulele spielen, singen, tanzen oder auch nur ein Feuer anlegen. Arbeit durchzieht das tägliche Leben viel gelassener als bei uns. Jede Tätigkeit hier hat einen unmittelbaren Sinnbezug. Niemand ist in einem Vorgang beschäftigt, dessen Konsequenzen er nicht überschaut. Calixt empfindet Lelepa wie ein neues Zuhause. Er fühlt sich wohl.
Fafoi bereitet Fasern für einen Besen vor. Sie arbeitet wie alle anderen in der Familie nach Anordnung von Aomoto. Fafoi arbeitet ohne Bezahlung und hat im Austausch ihren sicheren Lebensbereich innerhalb der Familie. Nachts schläft Fafoi auf einer Pandanusmatte. Tagsüber ist ihre Habe, einige Wickelröcke, Hemden, Muschelketten und ein Festkleid in diese Schlafmatte eingerollt. Blüten im Haar sind ihr Schmuck und der Duft der Blüten Parfum. Die vielen Gegenstände, mit denen wir uns umgeben, scheinen hier überflüssig. Fafoi hat keine Zahnbürste, aber blendend weiße Zähne. Zeit ist für die Samoaner immer reichlich vorhanden und wird selten gemessen. Die Samoaner merken sich Gesänge und Sagen. Sie merken sich ihre Genealogie bis in die entferntesten Glieder der Familie. Sie merken sich lange und schöne Reden, aber ihr Alter merken sie sich nicht, weil es ihnen unwichtig ist. Aomotos Familie hat sich die Häuser, in denen sie lebt, das Fale Tele, das Fale O und das Fale Umo selber errichtet. Die Dachmatten müssen alle 3 Jahre erneuert werden. Alai, die Schwägerin von Aomoto, flicht aus getrockneten Palmblättern neue Matten. Alai hat 7 Kinder geboren. Marie schreibt in ihr Tagebuch: Keine Aufgabe wird als niedrig gewertet. Alles wird bedachtsam und mit Sorgfalt ausgeführt. Wenn Alai eine Dachmatte flicht, beeilt sie sich dabei nicht, um Zeit für etwas anderes zu gewinnen. Das Mattenflechten ist ihr genug. Mir erscheint sie glücklich und als ob sie erfüllt wäre von dem, was sie gerade tut. Für Aomoto und seine Familie gilt der Zwang der Bräuche. Auch spielen die Geister der Vorfahren eine große Rolle. Wir haben die Freiheit, Bräuche zu vergessen oder zu verändern. Und doch, wir segeln auch auf dem Meer, um uns von einer Vielzahl von äußeren Zwängen, die uns zu Hause umgaben, zu befreien. Bartolome hilft Alai. Seine Scheu gegen Fremde ist durch Mitmachen gewichen. Marie schreibt: Marta ist 10 Jahre alt. Sie kümmert sich um das Baby Jose. Kleine Kinder sehen bei der Geburt zu, beobachten die Liebe und sind beim Sterben ihrer Verwandten anwesend. Kindheit wird anders bewertet als bei uns. Den Satz, du bist noch zu klein, gibt es nicht. Bartolome und Seti bringen die fertigen Dachmatten zum Fale Tele. Aomoto bessert das Dach aus. Der Dachstuhl im Fale Tele ist der Stolz der Familie. Die Höhe eines Dachstuhles wird vor dem Bau im Fono, der wöchentlichen Versammlung der Matais, festgelegt. Sie richtet sich nach dem Ansehen, das sich die Familie im Dorf erworben hat. Beim Bau eines Hauses hilft der ganze Ort. Jede Familie schickt mindestens einen Sohn. Auch die Matais selber helfen, müssen dann aber ihrem Stand gemäß mit täglich zu schlachtenden Schweinen und Hühnern ernährt werden. Besonders fein gewobene Matten aus Pandanusblättern, deren Herstellung sich oft über Jahre hinzieht, werden den Helfern geschenkt.
Bevor wir in die Südsee segelten, träumten wir von azurfarbenen Meer, leichten Passatwinden, endlosen weißen, unberührten Sandstränden, schönen Menschen, lauen Temperaturen und tropischen Früchten. Genau das fanden wir in Lelepa, aber wir fanden noch mehr. Wir sind in eine Familie aufgenommen worden. Wir sind Teil einer Gemeinschaft. Ohne dass wir es merkten, haben die Samoaner uns bei der Hand genommen und uns in ihr Leben eingeweiht und uns dadurch verändert. Sie haben uns in sanfter Beständigkeit ihre Zuneigung gezeigt. Unaufhaltsam wird sich diese Welt verändern. Geschäftstüchtige Händler sind unterwegs, die verlockenden Produkte unserer Technik anzubieten. Und mit ihnen kommt die Abhängigkeit von Arbeit gegen Bezahlung und mehr Probleme unserer Welt. Ja, ich war parang ami karinga ko imamasam. Wir haben den 28. Oktober. Es sind 5 Tage seit dem letzten Vollmond vergangen. Die Morgendämmerung fällt heute mit dem tiefsten Ebbstand zusammen. Der Palolo-Wurm ist erschienen. Seit Wochen wurde im Dorf von diesem Ereignis gesprochen. Einmal im Jahr und nur an einem Tag, vor Sonnenaufgang, tauchen aus den Tiefen des Riffs Millionen von Würmern auf und kringeln sich an der Wasseroberfläche. Ich fühlte, dass Aomoto es gerne hätte, dass wir dieses wichtige Ereignis, das Erscheinen des Palolo-Wurmes, miterlebten. Die ganze Bevölkerung des Landes wartet an diesem Tag hinaus auf das Riff und schöpft mit Netzen den Wurm ein. Der Palolo-Wurm gilt als der Kaviar der Südsee und wird roh oder gekocht am gleichen Tag gegessen. Von Ort zu Ort bildet sich dem Riff entlang um die ganze Insel eine Kette von Menschen. Jeder freut sich über das Erscheinen des Palolo-Wurmes. Dem Brauch gemäß muss ein Teil des Fanges verschenkt werden. Alle 41.000 Einwohner Sawais werden heute Palolo-Wurm essen. Der Palolo-Wurm ist das Hinterteil eines großen Ringelwurmes, der in tiefen Gewässern lebt. Der Wurm trennt diesen Teil des Körpers ab. Das Teil steigt an die Wasseroberfläche und hat doch die Kraft, sich selbstständig zu bewegen. In den Wurmteilen sind die männlichen und weiblichen Samenzellen enthalten. Bei Sonnenaufgang platzen die Wurmteile und befruchten sich gegenseitig. Unsere Abreise steht unabwendbar bevor. Die Hurricane Season setzt im November ein und dauert bis April. Der Ankerplatz ist gänzlich ungeeignet, einen Hurrikan zu überstehen. So haben wir uns entschieden, morgen aufzubrechen. Am Abend findet das Fest des Palolo-Wurmes statt, das mit unserem Abschiedsfest zusammenfällt. Die unverheirateten Frauen haben die Aufgabe, das gesellschaftliche Leben in den samoanischen Dörfern anzuregen. Sie bilden das Aua Luma. Dieses Aua Luma kommt heute zu uns in Aomotos Haus, zu Fiafia.
Wie immer in Samoa beginnt ein Fest mit Reden. Unsere Herzen sind schwer, sagen die Frauen. Aber heute Abend wollen wir unsere Trauer über euren Abschied zurückstellen. Für eine Nacht und glücklich sein, da ihr noch bei uns seid. Wir haben nur eine Bitte. Vergesst uns nicht. Vergesst nicht euer Dorf Lelepa. Ihr werdet hier immer willkommen sein. Möge Gott euch beschützen, sagt jeder dieser Frauen. Ina ua mana ia foi le mamalu I tau sinama le tātou komiti e pe ona iai. Le ai mātou tele sa vali mai o anis tūlanga a moto. Le ai o le fia tau sia o le tātou nofu fea le fani. A wā a tonu pe te whai te wane fo inisi tū whapea. O ai le ai ngo le ao iai a wai fo. Ia le ai la le alava o mātou sa vali mai ma le mamalu na I tau si whapea fio mai sa wā. Kein Fest ohne Festmahl. Wir haben uns an Brotfrucht, Taro, Kokosnusscreme und Kakao gewöhnt. Es ist eine Diät, die uns gut bekommen ist. Nur unseren Appetit, den fanden die Samoaner lächerlich gering. Heute Abend können wir uns nicht vorstellen, dieses Land zu verlassen. Auf unserer Reise um die Welt ist der Abschied immer wieder sehr bitter. Denn für uns, die wir nach Westen segeln, gibt es keine Rückkehr. Aomoto sagt mir, wenn ihr geht, wenn ihr auf dem großen Meer seid, dann ist mein Herz tot.
Es wird ein langes Fest werden, das bis in die Morgenstunden geht. Und dann werden sich die Einwohner des Dorfes am Strand versammeln und uns verabschieden. Und wir werden unterwegs sein nach Papua-Neuguinea. Die haben einen Land mitgenommen. A big hello to you all out there, wherever you are watching this. I really hope you enjoyed that episode. I think personally it was my favourite so far. Maybe I can relate to that a little bit more just because I've been to some of these sort of similar Pacific Polynesian places. But I really feel like the Campi family sort of fulfilled the objective of the trip in this one place. Like to see how comfortable and how they sort of became part of the community there, and realized that the people there are just honestly truly happy without possessions even, you know. Yeah, really good to see. These days the consumerism is just overwhelming. Basically it's nearly an addiction for everyone, but what we don't realize is that we give up all our freedoms every day basically to go to work to just buy more stuff because somebody else has more stuff or the marketing tells you need more stuff. It's sort of sad that we sort of become slaves to that. Obviously back in the late 70s it wasn't such an issue as it is these days, but it's still the same thing. You go to these little islands and you see that these people, on one hand you could say they have nothing, and yeah, they don't have any money, they don't have a secure financial future as such, but on the other side they have everything that we don't have and that I think we all secretly desire, which is lots of time, lots of freedom, love of the family, very close family connections, and a very strong connection to nature. And I think human needs are very basic if you narrow it all down.
We just tend to complicate things too much. Anyway, that's my ramble. Thank you again. There's still some money coming in for Joachim. I'm going to be seeing him soon, hopefully. He is very, very thankful for all of the support financially, but also all the comments you guys are leaving. It's incredible. The amount of people that this seems to really relate to and really move somehow. So yeah, all you guys that are doing this in some way are incredible. Thanks very much, and we'll see you next Sunday. Same time, same place. Bye-bye. See ya.